Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wer Deutschland verlässt und an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland beteiligt ist, dem droht die Wegzugssteuer, über die wir ja auch schon mehrfach berichtet haben. Weniger bekannt ist die Entstrickungssteuer, die allen Freiberuflern und Selbstständigen droht und mit der EU-Anti-Steuervermeidungsrichtlinie vor kurzem nochmals verschärft wurde. Dazu wollen wir heute mit Steuerexperten Sebastian Sauerborn sprechen. Sebastian, erzähl doch mal, was wird hier eigentlich gestrickt oder entstrickt? Ja, gerne. Also bei der Wegzugsteuer geht es ja schlicht ums Privatvermögen. Mir gehören Anteile einer Kapitalgesellschaft, deren nicht realisierten Veräußerungsgewinn, wenn ich Deutschland verlasse, dann versteuern muss. Ja, es spielt keine Rolle, ob die GmbH, an der ich zum Beispiel beteiligt bin, ihren Sitz ins Ausland verlegt oder in Deutschland bleibt. Die Wegzugsteuer wird trotzdem fällig. Es geht um mein Privatvermögen. Bei der Entstrickung geht es ums Betriebsvermögen. Ja? Ein Wirtschaftsgut im Betriebsvermögen wird ins Ausland verlagert und dann muss man Steuern bezahlen auf den Wert dieses Wirtschaftsguts. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Selbstständiger Ein-Mann-Betrieb, der im Multilevel-Marketing tätig ist, hat einen lukrativen Vertrag mit einem Provisionsgeber, der laufend Provisionen ausbezahlt, wie es im Multilevel-Marketing ja üblich ist. Wenn jetzt dieser Besitzer dieses Ein-Mann-Betriebs ins Ausland umzieht, endet die Selbstständigkeit in Deutschland. Die Provisionseinkünfte sind ab sofort im neuen Wohnsitzland zu versteuern. Damit gehen Deutschland Steuern verloren. Ja. Es wird ein Wirtschaftsgut, nämlich dieser Provisionsvertrag, ins Ausland verlegt. Und daher wird nun beim Verlassen Deutschlands entstrickt. Das heißt, das Finanzamt bewertet den Vertrag und auf den fiktiven Veräußerungserlös zahle ich dann Steuern. Ja, klingt für mich jetzt erstmal nicht anders als bei der Wegzugssteuer, was du gerade erklärt hast. Genau, ist sehr ähnlich und auch die Bewertung jetzt seitens des Finanzamts, was Ertragswert und so weiter betrifft, ist eigentlich ganz ähnlich wie bei der Wegzugssteuer. Allerdings kennt man bei der Entstrickung nicht die ganzen Sonderbedingungen, die es ja bei der Wegzugssteuer gibt. Also weiß ich, dass man mindestens 7 Jahre lang in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig gewesen ist, dass der temporäre Rückzug und so weiter oder temporärer Wegzug besser gesagt berücksichtigt wird. Das gibt's halt alles nicht. Die Steuer wird schlicht und ergreifend fällig. Ja, jetzt hatte ich ja am Anfang schon ganz kurz auf die sogenannte EU-Steuervermeidungsrichtlinie hingewiesen. Jetzt meine Frage nochmal an dich. Kannst du bitte nochmal erklären, was jetzt genau mit der Einführung dieser EU-Steuervermeidungsrichtlinie letztendlich verschärft wurde noch im Gebiet? Klar, also zunächst muss man sagen, dass jetzt alle EU-Staaten eine Entstrickungssteuer eingeführt haben. Ja, auf Englisch sagt man dazu Exit Tax. Allerdings eben nur eine Entstrickungsbesteuerung, keine Wegzugsteuer. Ja, also das ist ganz wichtig. Also es haben nicht alle EU-Staaten eine Wegzugsteuer eingeführt, aber alle EU-Staaten haben eine Entstrickungssteuer eingeführt. Die Wegzugsteuer nach deutschem Modell gibt es eigentlich in fast keinem anderen EU-Land. Österreich ist eine Ausnahme, dort ist die Wegzugsteuer noch strenger als in Deutschland. Aber wie gesagt, in allen EU-Staaten kommt es mittlerweile zur steuerlichen Entstrickung, wenn man ein Wirtschaftsgut im Betriebsvermögen ins Ausland verlagert. Zusätzlich sind gerade in Deutschland die Bedingungen verschärft worden, weswegen noch viele Freiberufler und Selbstständige, also Ein-Mann-Betriebe der Entstrickung zum Opfer fallen können. Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, was du gerade gesagt hast. Also für mich kaum nachvollziehbar. Also so ein Provisionsvertrag, das Beispiel mit einem Provisionsvertrag am Anfang, was du erwähnt hast, kann ich vielleicht nachvollziehen, ist aber eher die Ausnahme. Aber jetzt haben wir ja viele, die zum Beispiel Webdesigner sind, freiberufliche Programmierer, also eben wie du gerade gesagt hast, One-Man-Shows, Ein-Mann-Firma. Ist es wirklich so, dass auch dass auf den jetzt diese Entstrickung angewendet wird, wenn er ins Ausland umzieht? Grundsätzlich ja. Gerade wenn jetzt dieser Programmierer eine langfristige Kundenbeziehung bzw. einen Vertrag hat, auf dessen Basis er dann einfach im Ausland weiterarbeitet, ist das absolut eine Verschiebung eines Wirtschaftsguts ins Ausland. Auch Influencer sind zum Beispiel davon betroffen. Ja, die haben ja auch langfristige Verträge mit Marken und Brands. Ja, also es ist schon sehr umfassend. Ja. Gibt es Ausnahmen? Und wenn ja, welche? Gibt es also jemanden, für den diese Regelung nicht gilt, der sich jetzt vielleicht doch entspannt zurücklehnt? Ich stelle mir gerade vor, einige unserer Zuschauer und Zuhörer betrifft ja viele, also gerade diese Beispiele, die wir gerade hatten, Influencer, was du gesagt hast,
jemand, der vielleicht Programmierer, Webdesigner, was auch immer ist und ist gerade voller Spannung vor dem Bildschirm. Gibt es irgendjemanden, der sich jetzt zurücklehnen kann, sagt, Sebastian Sauber, und sagt, für mich gilt eine Ausnahme? Für Freiberufler und Selbstständige, die noch kurzfristige Aufträge bearbeiten, kommt es nicht zur Entstrickung. Ja. Also typisches Beispiel, Anwalt, Steuerberater, aber auch DJs, die mal irgendwelche Gigs spielen ab und zu oder auch andere Künstler. Ja. Marketing-Experten und Programmierer, die keine langfristigen Verträge haben, die vielleicht einfach zum Beispiel nur punktuell Beratung machen, die vielleicht Workshops organisieren, die vielleicht Vorträge geben. Ja. All die sind eigentlich davon nicht betroffen. Aber wie gesagt, auch hier, also man muss es sich sehr genau anschauen und muss sich da steuerliche Beratung besorgen. Also zum Beispiel bei einem Anwalt, der jetzt vor 2 Jahren einen Kundenstamm gekauft hat, einen Mandantenstamm von einem anderen Anwalt, der in Ruhestand geht, was ja üblich ist, oder auch ein Steuerberater, der eine Steuerberaterpraxis übernommen hat, der hat ja also ein Wirtschaftsgut, was sogar hier noch bewertet worden ist. Ja. Also wenn ich eine Steuerberaterpraxis hier übernehme und habe die für 2 Millionen gekauft, dann wird dieses Wirtschaftsgut für 2 Millionen natürlich dann ins Ausland verlagert, wenn ich ins Ausland möglicherweise umziehe. Ja, also da gibt es natürlich jetzt Details, die muss man natürlich jetzt berücksichtigen, Betriebsstätten deutscher Mitarbeiter und so weiter und so fort. Aber so grundsätzlich, du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. So, wenn jetzt ich zum Beispiel feststelle, das trifft auf mich zu, also ich wäre jetzt betroffen, ich habe vor, ins Ausland zu ziehen. Gibt es Möglichkeiten, die Entstrickung zu vermeiden? Also ich kenne, du hast ja immer Wege, die wir dann noch beschreiten können, die wir empfehlen können. Welche Möglichkeiten gibt es, die Entstrickung zu umgehen, zu vermeiden? Ganz klar natürlich, was wir oben angesprochen haben, wer keine langfristigen Verträge hat, sondern im Grunde kurze Verträge, die immer wieder dann neu verhandelt werden und so, die neu ausgestellt werden, der sollte eigentlich kein Problem haben, wo es also sehr nah an der eigenen Person ist. Ja. Vertragsgestaltung ist auch natürlich ein wichtiger Punkt. Ja, ich meine, man hat ja jetzt in letzter Zeit vielfach und so weiter, um das Thema Scheinselbstständigkeit hier auszuhebeln, letztlich immer gesagt, wenn jetzt der Dienstleister, zum Beispiel jetzt der Programmierer, nicht verfügbar ist, dann wird eine Ersatzkraft durch den Auftragnehmer hier gestellt. Damit wird das Ganze natürlich tatsächlich ein übertragbares Wirtschaftsgut. Wenn man diese Klausel nicht drin hat, sondern im Grunde sagt, es hängt ganz stark an dieser Person, das geht hier nur um dessen Arbeitszeit und um den persönlich und niemand anders kann das machen, dann ist es kein übertragbares Wirtschaftsgut. Als Influencer zum Beispiel, wenn man Verträge abschließt, bei der 90% des Honorars für das Image des Influencers bezahlt werden und nicht für seine Followers, nicht für Marketingaktivitäten, keine Verkäufe, oder seine Arbeitseinsatz, sondern konkret nur für sein Image, was er als Person darstellt, was er bedeutet in der Szene. Dann ist natürlich hier kein Wirtschaftsgut, was ins Ausland verlegt wird, weil es ganz nah an seiner Person ist. Ja. Und eine weitere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, man stellt das Unternehmen ein. Ja. Und das lässt man am besten dadurch belegen, dass man sich anstellen lässt. Also man geht ins Ausland, nimmt dort eine Stelle an, stellt sein Unternehmen an. Und dann hat man die Stelle für eine gewisse Zeit, vielleicht für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Und danach kann man dann wieder selbstständig tätig werden. Ja. Es hilft meiner Meinung nach immer, sich gegebenenfalls ein Gutachten eines Wirtschaftsprüfers anfertigen zu lassen, der tatsächlich bestätigt, dass hier kein Wirtschaftsgut ins Ausland übertragen wird aufgrund der Details und Tatsachen, die wir hier besprochen haben. Ist teuer, es kann bis zu 20.000 Euro kosten. Aber wie gesagt, in vielen Fällen natürlich viel günstiger als die Entstrickungssteuer. Also man muss sich nur mal vorstellen, wenn jetzt irgendjemand hier 150.000 so Gewinn macht, dann wird der Unternehmenswert bei 1 Million gesehen und dann zahlt man schnell 300.000, 400.000 Steuern, Entstrickungssteuer. Also um 20.000 Euro für einen Wirtschaftsprüfer noch günstig. Da kann ich nur sagen, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, Sebastian, wir haben wieder was dazugelernt und in dem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.